Herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Basiswissen-Video. Ich bin der Flo vom Pomade-Shop und ich habe mir heute mal gedacht, wir benutzen doch bei unseren Reviews und unseren anderen Videos immer so ganz selbstverständlich so ein paar Fachbegriffe und erklären die teilweise auch gar nicht. Und deswegen wollte ich hier mal ein Video machen, wo ich nach und nach jetzt mal so Begriffe rund um Pomade und Styling erkläre, damit ihr da auch nicht so aufgeschmissen seid, falls ihr sie noch nicht kanntet. Der erste Begriff ist Build-Up. Ein Build-Up, ihr kennt es ja wahrscheinlich, wenn ihr ölbasierte Pomade benutzt, dass die nicht komplett aus dem Haar auszuwaschen ist mit einer Haarwäsche. Das heißt, ihr habt dann immer noch Pomade-Rückstände im Haar. Und dadurch, dass ihr dann noch ein bisschen Pomade im Haar habt, könnt ihr die Haare ja schon mal im Grunde so ein bisschen stylen. Es ist so eine Grund-Style-Eigenschaft immer noch da. Und das ist der sogenannte Build-Up. Also Restpomade im Haar, durch die sich die Haare schon mal gut stylen lassen. Die Abkürzungen OB, WB und UWB stehen einfach für Oil-Based, also ölbasiert, also eine klassische Vaseline-basierte oder wachsbasierte Pomade. WB ist Water-Based, wasserbasiert, also eine wasserbasierte Pomade, meistens Gelpomaden, aber auch viele Clays sind wasserbasiert. Und eine UWB ist eine sogenannte Unorthodox Water-Based oder unorthodoxe wasserbasierte Pomade. Das heißt so ein Hybrid aus beiden. Wenn ihr da ein bisschen tiefer in die Materie reingehen wollt, könnt ihr mal hier oben gucken. Da ist jetzt ein Link zu UWB-Pomaden. Wir haben auch ölbasierte Pomade und wasserbasierte Pomade in extra Videos in dieser Playlist erklärt. Dann gibt es die sogenannten Flyaways. Flyaways treten einfach beim Stylen der Haare auf. Das sind einzelne Härchen, die noch abstehen, die etwas schwieriger sind unter Kontrolle zu kriegen. Deswegen nennt man die Flyaways, weil die so von der Frisur wegfliegen. Gehen wir zu den Frisuren. Der Slickback ist einfach so die einfachste Pomadenfrisur, nenne ich es mal. Und zwar werden da die Haare einfach alle relativ streng nach hinten gekämmt und relativ flach. Mal mit einem Seitenscheitel, mal mit einem Mittelscheitel, mal komplett ohne Scheitel. Hier blende ich euch noch ein Bild ein, so wie es in den 30er Jahren zum Beispiel sehr modern war. Nächste Frisur ist der sogenannte Pompadour oder auch kurz Pomp. Zu Deutsch einfach die Tolle. Also eine Frisur, wo es hier vorne um viel Volumen geht und hier hinten die Haare und auch an den Seiten nach hinten weggestylt werden. Also eine Frisur, die man zum Beispiel von Elvis Presley in seinen jüngeren Jahren kennt oder von Johnny Cash. Hier blende ich euch auch mal ein Bild ein. So schaut eine Tolle oder ein Pompadour oder ein Pomp aus. Dann kommen wir zum Ducktail oder Duck's Ass oder auch kurz DA genannt, manchmal auch DT für Ducktail, die Abkürzung. Wenn man so die Haare nach hinten stylt, dann entsteht, wenn man gute Haare hat, also die nicht zu sehr verwirbelt sind da hinten oder nicht zu widerspenstig sind, kann man sich hinten am Hinterkopf einen sogenannten Ducktail stylen. Das heißt, die Haare kommen von links und rechts um den Hinterkopf herum und fließen in der Mitte nach unten zusammen, manchmal noch mit so einer Rille in der Mitte, die nach unten geht. Das heißt dann deswegen Ducktail oder Duck's Ass, weil es eben so ein bisschen an das Hinterteil von einer Ente erinnern soll. Wir sagen öfter in unseren Videos, dass die Pomade anzieht. Das heißt einfach jetzt zum Beispiel vor allem bei wasserbasierten Pomaden, dass die ja so ein bisschen aushärten in den Haaren. Das heißt, sie werden härter und der Halt wird insgesamt fester. Bei ölbasierten Pomaden kann man das auch sagen, weil man reibt sie ja zum Einarbeiten in die Haare schön weich und geschmeidig. Und wenn sie dann wieder so leicht anfängt auszuhärten, ein bisschen zu erstarren, dann ist das, was wir mit Pomade zieht an meinen. Ein Breakdown beschreibt das Verreiben der Pomade zwischen den Händen, bevor man sie in die Haare einarbeitet. Also schön das geschmeidig machen und so ein bisschen anwärmen durch die Reibung der Pomade zwischen den Händen, dass man sie dann gut in die Haare einarbeiten kann. Wenn der Breakdown nicht so gut ist, bekommt man Flakes. Flakes heißt einfach, dass eine Pomade sich nicht schön homogen und geschmeidig verreiben lässt, sondern dass so kleine Stückchen dabei entstehen, die man nochmal mit extra Kraft einzeln verreiben muss, was manchmal ein bisschen nervig ist, aber im Grunde kein Problem, weil die kriegt man in der Regel auch weich gerieben mit ein bisschen mehr Energie. Die Begriffe Light, Medium, Firm oder Heavy sind einfach die englischen Begriffe für die Härtegrade. Also Light-Pomaden sind weiche Pomaden, Medium-Pomaden sind mittelfeste Pomaden, Firm-Pomaden sind so relativ feste Pomaden schon, aber noch keine Heavy-Pomaden, das sind so die super festen Pomaden. Zuletzt der Begriff Homebrew. Homebrew-Pomaden sind einfach solche Pomaden, die nicht industriell in einer großen Fertigung
gefüllt werden, sondern die von Hand gemacht werden, von Fans, die oft jahrelang irgendwelche Rezepte sich überlegt haben und da getüftelt haben und ihre eigene Pomadeküche eingerichtet haben und die jetzt wirklich von Hand selber zu Hause brauen. Deswegen Homebrew. Beispiele hierfür wären zum Beispiel Womanizer oder Pompies. Das sind erstklassige Homebrew-Pomaden von echten Pomade-Fans. So, ich hoffe, das war's mit einem groben Überblick, den ich euch geben konnte über so Begriffe, die es in der Pomadenwelt gibt. Falls ich jetzt irgendwas vergessen habe oder ihr habt noch andere Ideen für andere Begriffe, kommentiert gerne mal hier drunter. Erklärt auch gerne gleich mal für die anderen, die das lesen, was diese Begriffe heißen. Vielleicht machen wir dann nochmal ein Anschlussvideo dazu. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen oben da lasst und im besten Fall noch ein Abo. Dann sehen wir uns vielleicht mit einem unserer nächsten Videos wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Der Flo.